Hallo, liebe Geschwister im Herrn. Mein Name ist Schmith von Bolivien. Und ich grüße ihn in den Namen Jesus Christus. Mocht der Friede Gottes mit ihnen alle sein und mocht die Gnade Gottes mit ihnen sein. Ich grüße ihn von dir in den Namen Jesus Christus, da ich dem den Friede mit uns Menschen kommt und da ich dem die Vergebung von Sünden über uns gekommen ist und von dem der Rettung kommt. Den dir Namen Jesus Christus, den möchten wir wieder kennenlernen und dabei kennenlernen und uns zu freuen, was wir finden, was er uns gelehrt hat, was in uns Leben im Gebrauch zu nehmen wird. Das ist von dem, was wir Thema. Wir haben verschiedenste in uns Leben. Wir haben verschiedenste, was wir betrachten und kicken und beseinen, das so aus, wenn wir in sowas mit einem Flashlicht dachen, dann hast du eine runde Plage am Dach und in der Mitte ist ein Zentrum, wo der Dach ist, wo der Schraubdach ist. Wenn wir in den Tag hineinkommen, dann sind wir zufrieden. Dann sagen wir, nicht haben wir den Tag gefunden und dann sind wir zufrieden. Das Tag, das bedeutet bloß wieder in der Mitte an, du hast das Zentrum von der Tag, du hast den Punkt, an wo das geht. So, da wir viele Mal, wenn wir im Testament lesen, dann haben wir da was von Jesus seine Geschichten gehört, von Jesus seine Gleichnis, oder auch, was er geredet hat, gesagt hat. Und fangen durch kleine Details. Erst Kleinigkeiten fangen wir durch und dann, wenn wir die kleinen Dinge durchfangen, dann sind wir zufrieden, dann sagen wir, habe ich auch verstanden, was Jesus gesagt hat. Und das sind von der ein bisschen an was mein Thema geht. Wo wir Deiper kicken und Deiper lernen und nicht zufrieden sind mit, wenn wir kleine Details. Kleine Details, Jesus ihnen wird hören und dann damit zufrieden sein. So ist Jesus sagt, dass Petrus und die anderen Apostel, dass sie sollen ein Bett wieder nähen fahren und dann danach noch die andere Seite schmieden. Du wirst Teipa und dann kriegen sie viel Fisch. So, das ist eigentlich mein Ziel von der, wo ich von reden will. So bloß so ist die andere alle Amazonen und so ist wir auch Amazonen und so ist wie möglich fallen mit, wenn wir Jesus in wird hören und dann davon gehen und dann haben wir das auch gekriegt. In Lukas Kapitel 8, Vers 18 sagt dort, seid vorsichtig, wo ihr horchen. Vorsichtig sein, wo ihr horchen. Wenn wir vorsichtig sein sollen, wo wir horchen, dann meint das, was tun. Ich will ein bisschen von der Geschichte reden von den verlorenen Seen in Lukas Kapitel 15, Vers 11 und wieder. Und dann will ich sagen, wo wir einmal tun. Diese Geschichte von den verlorenen Seen, die geht so, du hast einen Vater, der hat 2 Sehens, und der jüngste, der hat nun Vater und fragt nur sein Aufgaut. Er will sein Aufgaut und der Vater, der das weiß und der ist betriebt und aber will der Jüngste sehen, dort fordert, jaft er den dort. Und der geht dann mit seinem Aufgaut und verprost dort ein schlechtes, schwieriges Leben. So, der ist verloren. Und dann, als das ist alles, dann fällt ihm bei. Mein Vater hat einen Teil Arbeiter. Und der hat gut zu leben. Und ich muss hier ankommen, wie ich nicht zu leben habe. Warum soll ich nicht nur meinen Vater gehen? Und dann bloß Frauen sein, sich auch können so ein Arbeiter sein, wie dem, dass ich meins von meinem Dachlohn leben kann, essen kann. Er trägt, ab der Entscheidung, was er an sich merkt, er trägt nun Vater und sagt, ich habe mich versündigt und die im Himmel und wie die habe, mich versündigt, dass ich das so getan habe.
Nu zeg ik dat niet weer dat ik die zien zie, maar dat loopt me zo als die arbeider, die has veel arbeider, loopt me ook al maar zo bij die dat ik weins wo zijn, wo ik eten heb. Weet ik maar te zeggen, ja, smaak en honger lijden. En dan boom de voeder zich am arm den en deint den on reine Kleider aan te tragen en een ring op de vinger te strijpen, zodat ze een ring wat de voeder zien doorjeft voor de vrede dat de tegenkomt is. So en hij merkt een grote heldendag, de ganze Wirtschaft, de ganze Haft mit alle Arbeitern, alle Deiner haben een heldendag en de Gratrab, de andere Bruder, is ontevreden. So, dit is de Geschichte. Nu kijk, we gaan in ons gedächtnis nu ook verstaan wat Jesus met deze Geschichte meint. Hij zegt, daar Pianeli, du zijn te handen neri Kinder, en du als einer, die dat is met zo'n andere, die jetzt in streek, dat is de verlorene zin, dat is de verlorene zin, dat is de verlorene zin. So kijk, wie ze denken, Jesus heeft ons deze rechten gegeven, dat we kunnen op een mens kijken en oordelen en zeggen, dat is de verlorene zin. Irgendwann mit einmal hostig dann kommt das Raum, dass sie irgendwo mit dem zurückkommen und dann wird dem der Geschichte verholen. Kostet das nicht sein, der Geschichte von den Verlorenen sehen, du bist der Verlorene sehen. Hey, das ist nicht, was die Geschichte anhält, das ist nicht, was die Geschichte sein will. Check mal Römer 3, Vers 23 und saßen, wenn ich wieder die 3. Kapitel an Römer, der sagt uns, dass wir sind alle verloren. Wir sind alle die verlorene Sehens. Nicht einer ist nicht einer ist Unsinn. Wir sind alle gefallen und sind alle verloren. Aber hier geht es in dieser Geschichte in Lukas 15 geht es an, wenn einer zurückkommt, der Entscheidung trifft und nur dem Herrn kommt und sich bekehrt. So hier geht es an, wat van de vrede Gott hat und er nimmt uns wahre ab aus seinen Sins, aus seinen Kindern. Das ist der Punkt. Wir haben den Punkt von der Geschichte habe ich durchgefangen, aber das geradste Gewicht ist durch. Nun sind wir mit dem Punkt sind wir zufrieden und hier kann ich den Finger nur ist ein Mensch gewesen, der mit gebieter Kontrolle ist, der mit Proste ist aus seinen Brüdern. Und habe ich mit Rechten, mit Jesus seine Rechten, habe ich nur den Finger gewesen. Als das, was Jesus sagt, habe ich Rechten, nicht mal die sehen, die Rechten. Wo wird er uns dann lehren zu Rechten? Was ich nicht will sagen, wie gleich einmal kleine Details, Jesus seine Geschichten zu nehmen und mit dort zufrieden sein und sagen, ich habe auch die Bibel verstanden. Weißt du, wenn ich einmal soll mit Teipa gehen, dann wird ich nach was tun soll. Da bin ich zufrieden mit, wenn wir ein kleines Detail verstehen können. Hier sind wir zufrieden mit. Ich bin zufrieden, wenn ich das verstehen kann, dass Jesus sagt, man, und das ist als ein verlorener Sehen. Da bin ich zufrieden mit. Aber wenn das einmal drauf ankommt und sagt, dass wir sind alle verloren, dann soll ich mit einmal dort tun, wo das verlorene Sehen nun vor der Segen gehen und Töpfgebrechen sein, ich hab die sündig, ich sehe das nicht wie den Sehen zu halten, nimm mich ab, so als du deine Arbeiter das. Dann soll ich mit einmal, hey, no, ich will bloß sagen, dass ja das ein verlorener Sehen. Du wirst, weil ich die Geschichte gleich Zeit lehrt. Das ist der Punkt, wo wir zufrieden sind mit einem kleinen Detail. Wenn wir ein kleines Detail finden, dann sind wir zufrieden. Und hier habe ich hier Lukas Kapitel 11. Da habe ich nicht ein, ich werde vorher nicht alle lesen, aber da habe ich nicht ein, was wir betrachten wollen. Der 14. Vers, Lukas Kapitel 11, der 14. Vers, da treibt Jesus ein Stammen Soton ut ein Mensch ritt.
Der Mensch, der wir stammen, der kann nicht reden. Und dann hat Jesus durch den Stammen Jesus rücktrieben. Ich will auch mal lesen. Jesus treibt ein Stammen so tun rüt. Und als der so tun verleiht, fängt der Stammer an zu reden. Und dort fällt, wundert sich, einige sehen, er trifft der so tun ut, Belzebul, den Burschen so tun ut. So, hier sind ja zwei Dinge. Das Volk wundert sich, dass Jesus diesen Stammenmann, den Stammen Jesus rüttreift und dann konnte er reden. Hier ist ein Wunder passiert. Hier kam ein Wunder. Und dann die Pharisäer, lautet klar mehr. Pharisäer als eine Gemeinde, Sadduzäer als der andere Gemeinde und Jesus mit seinen Jüngern als noch eine andere Gemeinde. Die Pharisäer, die kamen und sagten, das wundert uns nicht, dass dieser kann seine Macht über diesen Stammenmann haben, weil er hat von den Burschen so tun seine Macht gekriegt. So wie sie glauben ganz und Hexerien und so bei allerhand so eine Dinge glauben sei. Und von irgendwie keiner, von ihrer Gemeinde, wie keiner dort im Stand, so eine Dinge zu tun. Und er will es nicht nennen, dass eine andere Gemeinde mehr im Stand als es sei, sind wie es ihre Gemeinde wie die beste Gemeinde. Diese hat das klar, unsere Gemeinde als begabte Gemeinde, wo das soll sein. Nicht die Gemeinde, no, das steht bloß nicht mal tau. Das sind, so wie von der auch würden sein, wenn wir von einer anderen Gemeinde reden, leicht würde es wie sein, ich war hier schon, oder da haben schlechten Jes, mit den Jes tun die das so, die Pharisäer hier. Aber nicht kick, die 16. Vers sagt, andere versagten daran, dass sie nur ein Teken von Himmel fragen. Das sind noch andere, die versagten nur, dass sie ein Teken vom Himmel fragen. Und so, nu geht die Geschichte an. Von den 14. Fall geht es an, Jesus wird krank an ihre Gedanken an. Und er sagt, krank, dass ein nicht je in sich selbst stehen kann. Dort wird dann doch, wenn ein je in sich selbst geht, dann wird es nicht bestehen. Wenn ein Stärker über sein Haus steht und dann noch ein Stärker kommt, der den stärksten Fuß nimmt, und den Bank dann alle Gerätschaft wegnimmt, dann kann er dem alles fortnehmen, was er sich top gestohlen hat und verteilt dort. Aber wenn dann, der Gebangene rütgeht und wisst dann geht und der nicht Frieden fängt, dann sieht er sich 7 stärker als er ist, und das nächste Mal war er glecken wird. Und dann geht er trägt in den selben Körper hin, wo er erst gewohnt hat, und mit so einem Menschen ist es schlechter als einmal. So diese Reden hat Jesus durch. Diese Reden geht an. Der 27. Vers, du hast das Punkt, von was ich reden will. Du hast eine Früh, an den 27. Vers, in Lukas Kapitel 11, du hast eine Früh, da sieht Jesus seine Mama da. Und dort ist eine Früh, der wird sich wohl wahrscheinlich so gewünscht haben, wenn ihre Sehens im Volk groß euch sein werden. Und dort von ihre Sehens, es wäre groß der Teil, dass alle Menschen nur ihren Sehn kriegt. So wo die Früh sich gewünscht haben. Nun seht ihr dort, Maria, das ist Jesus seine Mama, seine Mutter. Und all diese Lehren, was Jesus hier hat, ist diese Früh nicht zu Kopf gegangen. Sie sieht bloß, wo diese Mutter sich freuen wird, für ihren Sehen. Wo sie sich freuen wird, wenn sie so einen Sehen hat. Der 27. Vers sagt, als Jesus das sieht eine Früh im Volk mit lauter Stimme. Ihr seht es, die lief, die gedacht haben in den Brüsten, die du gesehen hast. Hei aber seht, noch mehr gesehen sind die Gott ihn wird hören, und daunen, was das sagt. Das, wo wir sind. Nicht so wie du eine Geschichte, was Jesus man gefällt hat. Viele große Wunder. Ein Stammermann redet
Und da hängen die Pharisäer, geleiden, hij dat met een slechten jes, hij had een sobberjes in de macht van de sobberie, wat hij dat deed. Dan leert hij den dat uit, dat zo schoft dat niet. En wo die macht, wanneer de macht uitgejaagd wordt, en wanneer hij dan terugkomt, en dat hart dan reinvindt, dat hij zich dan grater holt, en dan de oor bent, woont als eerst. Al dit, wie die früher überhaupt nicht, da habt ihr unwiss, zij hadden een kleine Detalles gesagt, Wils, wenn sie nur das reicht, dann wird sie sich mit einem Leut nach Matten abmerken und ihr Leben ändern. So, sei wir zufrieden mit sein, wo Jesus seine Mama sagt, aber so wird gelobt fallen von allen Menschen, dass sie hat so sehen. Das ist, wo wir sind. Ich will uns dort wissen, dass wir so sind. Nicht an ich hier, und nicht an ich sagen, als dat Volk sich am meer en noorden drängt, en im 29. Fall fängt hij an zu reden und sagt, das sind verkehrte Menschen. Die sehen nur ein Teken, Antwort, das kein Teken gegeben worden aus dort vom Prophet Jona. Was ist das Teken von Prophet Jona? Wie kann der Jeschicht in Jona, dass ein Mann, Gott schickt ihm nur Ninive, und er will nicht nur das Volk umwies, das sind nicht Juden, das sind ihre Jener, ich sage, würden sie feindlich sein über das Volk, würden sie nicht hingehen wollen, und auch Angst haben, wie es das ein angelebtes Volk und ein sehr schlechtes Volk. Kijk, even Gott ist dort nicht zu graf. Nu, wenn du den Prophet hingehen, sicher würden dem den Tod mehr an. Schon driven. Allbeiste. Wie weit was das einmal passiert. Mit wenn so ein Stadt ist, wo ein Utländer ein anderes fremdes Land ankommt, das erste proben sie mit den Mann schon zu driven. Das ist was sie einmal tun. So das hat das wahrscheinlich bedeutet. Er wird sich einig, er würde nicht tun. Er würde nicht die Botschaft, was Gott dem an Hort lädt, was er soll nur Nineveh gehen bringen, das würde er nicht tun. Er würde im Schatten gehen und nur Tarsus fahren. Sei wieder mehr nach vorne, so dass diese Botschaft never mehr wird in Betracht kommen. Er würde den Raub never mehr fallen. Den Auftrag, das gut du in Predigt, würde ihn never mehr fallen. Aber kijk, nu wordt het door Avara en dat zij weer in het omgegaan en zij wisten krijg wat nu weer het laatste. En zij lasten en dat last val op Jona en dan stond Jona al zeer toe dat hij had zich van God weggebracht, Schmith mij bloos en boeten aan. Ik geloof dat je veilig hadden al daar als hij in een schatten steeg, hij nam mij bloos weg. Dit laat me zo schwer, wanneer ik hier bloos sterven kan, nam mij bloos weg. En nu nog tot het zo dat, schmied mij bloos en boeten aan, ha ik je, nee, vrij. Nu kwam er een vers, en slok den op, en wie hij draaide jou im Versenboek, en de vers smijt hem uit hem meer uit. En aan die drie nachten heeft Jona zeer Gott gebracht had en zeer boos gedaan. So, nu wordt hij aan de kant meer waar we, nu kreeg hij waar den opdracht, nu go naar Nineveh. Nu deed hij. Hij wordt zich wel waarschijnlijk aan Fan reingewaschen, Fan, dat al dat kleine draait aufgewaschen. En dan ging hij naar Nineveh. En dan deed hij den opdracht door hem brengen. Go, predik, dat volk Nineveh. Gott is voor dich übergehend. Gott wird der Stadt Nineveh anbringen, weil der Mut ist voll von jenen sind. Da braucht er einen Tag. Das ist eine Stadt von 3 Jahren, wo der 3 Jahre rundreisen muss, was die Stadt rund wäre. Und dann, was er war auf dem ersten Platz, wir dann sagt, da war er das. Die sind almost 27 Jahre, die sind almost 26 Jahre. Das kommt nur. Erst von einmal der Botschaft hier, was Nineveh so gedacht haben, ein Israelit, haben uns auch mal proeft te angsten. Aber nu komt dat nodig en de deel ranen af en dat komt nodig en nu fehlt allemaal 6 deel. Dan is de dag hier wat God Nineveh wil ingaan. Dan
teilt dort Volk, die König und dort Volk sich dort doch über. Weil wir einmal Buße tun in uns Leben abmerken, dort wie diesen Tag doch nicht dürfen beleben, dort Gott uns Wort mit seinem Ohr strufen. Und die bekehren sich. 120.000 Menschen bekehren sich durch und tun Buße. Tragen sich von seinen Kleider an und haben einen Beweis, dass sie in ihr Leben leidet und dass sie sich abgemerkt haben und dass sie anders leben wollen. Sie waren Luten von der Schlacht. Sie bekehren sich. So. Nu deut Gott doch nicht bestrafen, wie es wird so barmherzig. So, nu frage ich ihn, was ist die Geschichte von Jona? Was ist das Wunder von Jona an Ninive? Ich doch immer, wenn Jesus sagt, irgendwas kein anderes Teken gegeben als das Wunder Jona. Bloß, dass Jona 3 Jahre in Facebook gewesen wird und Jesus erst auch noch hier 3 Jahre in der Ehe, das ist das Wunder und das, was die Juden gegeben hat. Und nu sage ich dort hier, nee. Du wen sage ich, wir sind so zufrieden, wenn wir ein kleines Detail finden, dann haben wir auch die Bibel verstanden und wir dürfen nicht gehen. Guck mal. Wenn das nicht dort wäre, die 3 Jahre im Facebook, was ging die dort Wunder überhaupt an? Und wo kann Jesus dann sein, das Wunder wird uns gegeben? Wie wird auch bloß nur diese Tekens vom Himmel lüren und checken, uns wird auch das Wunder gegeben. Kijk, das Wunder von den 3 Jahren im Facebook, das wir ein Wunder an Jona. Aber Jona wird ein Wunder, ein Teken an Ninive mit der Predigt bekehrt. Und das Volk bekehrt sich. Das wird das Teken, das Wunder. Jona wird von Gott geschickt, zu predigen. Und das Volk bekehrt sich. Jesus ist von Gott geschickt. Er ist der Geschichte sehen. Und die Juden bekehren sich nicht. Und ich und du sind von Jesus geschickt. Und Markus 16, Vers 15, und 16, und 17, und 18, und in Matthäus 10, Vers 7 sagt er, gut und predigt das Evangelium. Ich und du haben kriegt den Auftrag von Jona, aber wir sind zufrieden mit dem Vers sein und dann den Vers finden als für uns die Lösung, wird für Jona wie ein Wort davor. So, Jona fängt die Lösung natürlich vor einem Wort davor, für das er dort nicht predigen. Eigentlich fingen das Wunder von Jesus, was Jesus gesagt hat von Jona aus, den Versprüchen und dann darf ich nicht predigen gehen. Das ist, wo wir sind. Wir wollen die kleinen Details nehmen und mit das zufrieden sein und dann darf ich nicht gehen und predigen. Na, ich wollte dir sagen, ich habe eine sehr klare Erfahrung, ein sehr klares Wort von Gott gehört. Wenn Gott sagt, du sollst predigen, er redet von kein Konzil. Er redet von einer kleinen Versammlung. No. Er redet von, wo immer du mit einem Menschen top bist, fang an zu reden, so dass die Frauen stellt und die Menschen, die dran sind, die wollen die zuhören. Das ist mein und dein Auftrag. Kein Konzil. Von dir ein Konzil kann ich überhaupt meist nicht finden, dass es biblisch ist. Konzil ist nicht biblisch. Konzil ist gemeindisch. Ob Paulus, holt mit der Gemeinde, das titlich so sehr es jetzt, hier im Konzil stehen. Aber die Menschen, die Predigt bringen, die Jona ging in Ninive abgegossen und sehen. Jesus sagt hier, gut und alle dankbar und sagt, dass sie sich bekehren sollen, dass Himmelreich ist dicht bei und sagt, dass ich will ihn besiegen. So, ich habe mich lang mit, sei gequält und lang mit rumgedacht, wenn ich den Auftrag habe, gut predigt, dann muss mir nicht aufgemerkt werden, dass ich hier im Konzil stehen kann und das titlich so sehr es geht. Ich will hier noch wieder reden, wo ich das überzeugen kann, dass das Wunder von Jona und Ninive nicht die 3 Jahre verspuckt wird. So ist Jona ein Teken für Ninive wird, so wird die Menschen sehen ein Teken für diese Generation sein. Der König von Sieden wird um den Reichstag abstunden und diese Generation verdammen,
weil sie kamen von der anderen Seite der Welt, Salomo seine Weisheit zu hören. Und hier ist einer, der gerater ist als Salomo. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte haben, aber du hast eine Geschichte, wo als Salomo so sehr klug wie dann kam von der anderen Seite der Welt eine Königliche jahrelang gereist und will bei Salomo kommen und will den seine Weisheit zu hören. Und er fragte sehr viele Dinge und Salomo konnte mit Gott seine Hilfe alle Fragen beantworten. Dort kann ich sich sehr wundern und zustand, dass Gott seine Weisheit hat. So, und hier ist wir gerade aus Salomo. Diese Königliche, die wird die Juden verdammen. Der 32. Vers in Lukas Kapitel 8 sagt, die Menschen von Ninive wurden die Reichstag mit dieser Generation top abstunden und an verdammen, weil sie jeden Arm aus Jonah predigt. Ich habe hier, das ist das Wunder, nicht der Versprach. Hat nichts mit dem Versprach zu tun. Sie jeden Arm aus Jonah predigt und hier ist einer, der sicher gerade aus Jonah wir. Kijk mal, Jonah wie ein eingehorsamer Mensch. Der kijkt auch täglich und dacht so, die wird Gott sich mal an ihre Fiend rechnen und die wird einmal zurückkicken, wo nie wir wird untergehen und dann wird Gott barmherzig und der dacht nicht schon, der dacht das Leben, dann wird Gott da. Ein eingehorsamer Mensch. Und wo wird Jesus sich hier mit dem Blick haben? So, hier kann ich sagen, der Auftrag von Gott, was Jonah hat, zu predigen, und den Auftrag von Jesus, von Gott und Jesus, was Jesus hat zu predigen, und den Auftrag, was in die Hand zu predigen, als alles ein und dasselbe Wunder, und der ist ja, wer sich bekehrt in Jesus annimmt. Ich und du sind für die Lied, was unsere Botschaft hören von Jesus, und die dort richtig kriegen und sich bekehren. Dort Wunder, was Ninive für ein Wunder von Jonah hat. So, nur ist das Punkt ist nicht der Versprach. Das Punkt ist ein Auftrag an mich und die. Dahin sage ich, weil wir die Bibel mit 1. Korinther 2, Vers 13, 14 und 15 lesen, mit Hilfe von, weil wir mal mit hangen. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13. Das ist, wovon wir reden, nicht ein wir, der uns mit menschlicher Weisheit lehrt. Der uns die menschliche Weisheit lehrt. Aber ein wir, der uns der Heilige Geist lehrt, solange wie die geistliche Wahrheit übt für Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wer sich Gott seinen Geist nicht unterstellt hat und mit seinem eigenen Verstand urteilen will, kann dort nicht verstehen, was von Gott seinen Geist kommt. Dort ist vor am Ansehen und er kann dort nicht verstehen. Dort muss einfach mit Hilfe vom Heiligen Geist beurteilt werden. Wer vom Heiligen Geist voll ist, kann über alles urteilen, aber über am kann keiner urteilen. Dort steht geschrieben, wer hat gewusst, was der Herr im Sinn hat, aber wer kann am Rot geben, wir aber haben Christus in seinen Geist und haben seine Gesinnung. So, mit dieser Erstellung, dann fingen wir ein bisschen mehr aus, bloß die kleinen Details, dann fingen wir das wahre Punkt an, dort in den großen Kreis, wo man fleischlich gedacht wird, in der Mitte ist ein Punkt, was Dollar dacht, am dort gettert. Dort fingen wir, wenn wir mit der Anstellung im Testament lesen, dort wir wollen, dort wahre von Jesus stehen, nicht mit kleinen Details zufrieden sein, womit wir noch nicht darum abstunden. So, dort Teken Jonah ist und die auch, so dass du abstehst und predigst. Ich will Markus 16, Vers 15 wieder lesen. Markus 16, Vers 15 sagt, er seht an, gut in die ganze Welt nennen und predigt alle Menschen das Evangelium. Kijk, das wird Jonah auch kriegen auf der hier Krieg. Gut nun in die Fall und sagt,
Sie sollen sich bekehren, das war nicht Gott wird verrechnet mit ihnen. Gut in alle Welt, nennt und predigt alle Menschen das Evangelium, sodat es nicht in einem Konzil in der Kirche. In der Welt nennen alle Menschen. Wer die geleift und gedeiht wird selig worden. Wer aber nicht geleift, wird verdammt worden. Und was die uttäten wird, die geleiven, ist das. Nu habe ich, du hast ein Teken, und wann wir das sein kann, wann ich geleiven, das ist das. Sie worden an meinen Namen bei sich Gäste uittrieben, in unbekannte Sprachen reden, und wenn sie Schlangen hantieren oder Gift trinken, dort wird ihnen nicht schaden, die worden die Kranken die Hänge bleiben, und die worden gesund worden. Hier ist der Punkt. Gut in Predigt, das Evangelium, und von dort sie das Evangelium annehmen und geleiven, davon kommt die Macht von all das Habis. So tun haben die nicht die Macht, wenn du geleivst. Und die Krankheit haben die kein Halt, wenn du geleivst. Das sagt uns Jesaja 53. So, gut in Predigt, das Evangelium, dass die Menschen sich bekehren und Jesus annehmen und Gott nicht bestraft. Ich will noch einer sagen, 1. Johannes 2, Vers 2. Du sagst das so, Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont und nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf der Welt. So, wenn Christus alle Sünden betont hat, warum waren die dann nicht alle selig? Selbstverständlich, weil die dort nicht alle annehmen. Die Juden nahmen dort nicht an, und wenn man uns Menschen sind, die sich aufschreiben von dort, die nehmen dort nicht an. Johannes 1, Vers 7 sagt, 1 Vers 11 sagt, die Siene nehmen am nicht ab. So, das hier kriegt, was hier von redet. Die Juden nehmen am nicht ab, die Pharisäer schauen am auf. Aber all die am abnehmen und an seine Namen glauben, Jesus hat die Macht, Gott seine Sehens zu wollen. So, wenn er uns die Macht gegeben hat, Gott seine Sehens zu wollen, dann meint es so viel, dass wir machen noch was tun. Und dort deswegen, was ich die Tange von der habe, wir wollen noch was tun. Wir wollen ein bisschen wieder in den Märden anziehen, wo der Punkt ist, von jeder Gleichnis, von jeder Vertal, von jeder Begebenheit, was Jesus gehört hat, wo das wirklich ist. Weil wir wieder üben und wieder studieren, weil wir interessant haben von was hier, was uns sagt, gut. Nicht bloß, ich habe irgendwas gehört und ich habe irgendwas gefunden und ich bin so zufrieden, dass ich die Bibel verstehen kann. Dass du redest von Jonah, wie es der 3 Jahre versprochen wird. No. Jonah soll gehen und predigen. Das hat der Tal so gesagt, gut und predigt. Jonah dürft nicht in Ninive und in Kirche sehen, dann hier in den Konzil stehen, durch. Wenn du die Weichchefs von das, dann wirst du wahrscheinlich auch sehr böse tun über deine Arbeit oft sein, was Gott den Auftrag, was Gott dir gibt, den oft sein, so ist Jonah dort. Dort ist ein Tegen und Jonah von seinen Angehörigen. Muss Gott dir wirklich segnen.